Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Aber bevor wir starten, wollte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, denn wir haben nämlich wieder einen Stammtisch aufgenommen. Und ja, diesmal ist es beim Hanrizzle auf dem Kanal drauf. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den dementsprechenden Link dazu. 1 Stunde 17 Minuten geht das Ganze hier, also ein sehr, sehr langer Stammtisch. Könnt ihr euch reinziehen. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal vorbei. Und ja, wundert euch nicht, dass hier der Lieutenant gerade schläft. Ich habe da gerade angefangen zu reden und jeder kennt das ja von meinen Videos, ja. Das ist dann die normale Reaktion da drauf, ne? Und ja, ich denke mal, ja, man kennt es ja nicht anders. So, ne? Ist ja bei mir so. Gut, ja, das dazu. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Sehr spannende Themen auf jeden Fall am Start. Und ich habe meinen Ingame-Sound noch gar nicht angemacht. Sehr, sehr spannende Themen, muss ich sagen, diesmal wieder. Und Dreh- und Angelpunkt war dort diesmal gewesen die Gilde und was die Gilde eigentlich für einen Stellenwert hat in Shakes and Fidget. Und ja, da kamen wir tatsächlich öfter mal drauf zu sprechen. Habe ich jetzt hier nun, ne, muss ja auch nochmal entmuten hier. Ja, da kamen wir öfter drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Und deswegen hatten wir dann so mehr oder weniger, sag ich mal, beschlossen gehabt, dass die Gilde in Shakes and Fidget eigentlich so mit der wichtigste. Ach, hier sind die Laute so. Irgendwas war hier im Hintergrund noch gewesen. Dass die Gilde so mit der wichtigste Bestandteil eigentlich ist von Shakes and Fidget, der Dreh- und Angelpunkt sozusagen, ja, falls ich das jetzt nicht schon erwähnt hatte. Und ja, ich will da ja auch gar nicht viel mehr vorwegnehmen beim Stammtisch, deswegen schaut da selbst mal auf jeden Fall rein, ja. Und ja, wir hatten noch so ein bisschen den Jahresrückblick und alles sowas dann besprochen gehabt. Auf jeden Fall sehr cool. So, ich muss mal jetzt hier mich mal so ein bisschen konzentrieren. Ich habe übrigens meine Edelsteinmine habe ich auf die nächste Stufe gebracht. Da sind wir jetzt bei 44. Und ihr seht die Edelsteine, ja, ist schon wieder ein kleiner, dezenter, aber feiner Unterschied hier drauf. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, ja. Und wir wollten ja eigentlich die Schuhe hier noch ausrüsten. Ich hatte dann geguckt gehabt, Widerstand. Ja, es ist halt nur Widerstand gegen Blitze so. Das ist das Ding halt, ne. Wir müssen halt. Entweder eines Tages kommt ein Dungeon, wo halt ein Blitzgegner drin ist, dann sind die Schuhe natürlich besonders nice. Wenn man in der Arena gegen Leute kämpft, und da können wir auch gerne mal reinschauen, wenn man in der Arena gegen Leute kämpft, gucken wir mal hier, das ist ja zum Beispiel jemand, da sieht man, das ist jetzt quasi so einer der stärksten Spieler auf dem Server. Also wenn man hier seine Geschick oder sein Main-Attribut anguckt, ist das schon, glaube ich, mit am meisten hier. Also es ist Stärke 117k, ist noch sogar noch ein bisschen stärker, ja, aber Ausdauer hat er hier auch schon 60k. 57. Also das ist auf jeden Fall ein Goldspieler, wie man halt auch anhand des Levels sieht. Und ja, viele Leute auf dem Server, wenn man sich das mal hier so reinzieht, haben jetzt noch nicht großartig Runen-Equipment angezogen, weil es halt auch einfach nicht so wirklich worth ist, auf so einem alten Server so krass durchzustarten. Ich weiß, wahrscheinlich wird er ein Farm-Equipment haben, aber in seinem normalen Equipment ist halt gar nichts drin an Runen. So, und wir müssen halt genau so einen Gegner haben, der halt auch Blitzschaden austeilt, ne? Was haben wir hier? Wo steht denn das hier? Eisschaden, ja, gut. Das würde uns, gut, das ist auch in unserer Gilde, aber das würde uns ja, da würden uns die Schuhe zum Beispiel gar nicht weiterhelfen. Am liebsten hätte ich tatsächlich, was haben wir hier? Auch Eisschaden. Am liebsten hätte ich tatsächlich Items mit Widerstand gegen alles, weil dann ist man omnipräsent bei jedem Attribut auf jeden Fall am Start und dann hat man zwar prozentual ein bisschen weniger, aber das gleicht man halt aus, weil man halt gegen alles so, ne? Guckt euch das mal an, Widerstand gegen Blitze 16, Eis plus 15, Blitze 15, Alter, der ist schon gut unterwegs, hier Gold ein bisschen, Widerstand gegen Eis. Holy shit, also der ist hier schon sehr gut am Start, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er halt entweder hat er auch noch ein Farm-Equipment, das weiß ich gar nicht.
Ne? Aber hier hat er halt auch Gold pro Abenteuer drin. Also es ist so ein Hybrid irgendwie, so ein Mischmasch irgendwie. Also ich gehe mal von aus, dass er halt das Erstbeste gleich so genommen hat. Weiß ich nicht genau. Was haben wir hier zum Beispiel? Hier haben wir Blitzschaden. Gut. Ja, da haben wir zum Beispiel einen Gegner, da wäre unser hier ganz gut. Auf jeden Fall war ich halt am Überlegen gewesen, ob ich die jetzt nun sockeln soll oder nicht, weil plus 26 ist okay, aber ist jetzt auch nicht so stark irgendwie, das extra dafür zu sockeln und das nochmal 6-mal zu verbessern. Ja. Und weil halt auch nicht dieses gegen alles Attribute drauf ist. So, ne? Ich war halt am Überlegen, hin und her gewesen, so, aber ich glaube im Endeffekt nehme ich die doch mit. So, man weiß ja nicht, was noch in der Zukunft kommt. Vielleicht kommt ja ein Dungeon-Gegner so in Zukunft mit so einem Runenschaden drauf, denn dann sind wir ganz gut gewappnet. Deswegen würde ich mal sagen, sockeln wir das Ganze hier. Und natürlich können wir dann ja auch unsere Schuhe noch unseren Begleiter geben. Das eignet sich natürlich auch hervorragend, ja. Und deswegen machen wir das mal. So, Schuhe ausgetauscht und den besten Stein reingesetzt, weil aktuellstes Item ist jetzt auch schon wieder ein Level alt, ne, weil ich jetzt ja Level up gemacht habe letztens. Und ja. So, dann werden wir das Ganze hier noch natürlich Attribut upgraden. 6-mal. So. Ich weiß gar nicht, dann haben wir, glaube ich, schon wieder die Hälfte von unseren Kristallen hier runter. So, haben wir das. 160, was haben die? 155. Okay. Wir gucken mal. 43k haben wir noch. Verzaubern wir das Ganze gleich nochmal. Zack. So, und jetzt geben wir die Schuhe mal unserem Marquardt. Mal gucken. Der kriegt ein Upgrade von plus 36. 6-mal wurden seine Schuhe auch verbessert. Heißt, wir bekommen unsere Kristalle an der Stelle auch wieder. Das ist sehr gut. Ja, und könnten eventuell sogar noch ein gutes Item für einen anderen Begleiter bekommen. So, wir gucken mal. Wir werfen das Ganze erstmal in die Toilette. Was haben wir heute als Quest? Haben wir zufällig vielleicht Epic? Nee. Festungsangriffe. Das ist immer eine ganz schwierige Nummer hier einzufinden. Wir werfen das Ganze in die Toilette und bekommen Kundschafterschuhe. Das ist nice. Dann gucken wir mal, was die Kunigunde so zu melden hat. Okay. Am Ende des Tages muss ich doch sagen, dieser Step, der Step, den die Schuhe machen, hier an der Stelle, okay, der Schritt, den wir jetzt hier gemacht haben, ist auf jeden Fall ein guter gewesen, denn wir haben unserer Kunigunde einen riesen Gefallen damit getan, hier das Ganze, ja, zu verbessern. Kunigunde mit der wichtigste Begleiter eigentlich so, ne? Und plus 108 Attributpunkte mehr ist auf jeden Fall richtig nice für die Kunigunde. Die freut sich darüber richtig. Das ist richtig viel. So. Und dann das Ganze nochmal plus 6-mal verbessert. Ja, ist sehr, sehr cool. Ja, am Ende des Tages bekommen wir jetzt zwar nicht so die Kristalle wieder. Ich meine, wir haben hier immer noch, wenn man da oben sieht, ne, also wenn das jetzt nicht weggehen würde, da oben haben wir immer noch die 24k plus die 2,5k noch so als normalen Wert. Also die sind ja nicht weg, die Kristalle, so an der Stelle. Die sind ja nicht einfach so weg. Wir können die jederzeit immer noch zerlegen, aber ich möchte, wie ich hatte ja schon öfter mal gesagt, ich lege auf meine Begleiter genauso viel Wert wie auf mich, weil wir nur noch mit Begleitern kämpfen an der Stelle. Und ja, kriegt jetzt richtig gute Schuhe dazu. 149, vorher waren plus 40 durch die Verbesserung und 108 Attributpunkte. Das schmeckt auf jeden Fall. Ja, und das Ding, das können wir jetzt schlussendlich zerlegen. Bekommt zwar halt jetzt nicht sehr viele Kristalle, so, aber das ist egal. Wir zerlegen das Ganze. Gegenstand zerlegen. So, zack. Und dann haben wir wieder 2 Plätze frei, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir hier schon knapp, keine Ahnung, irgendwie 10 Minuten gelabert und noch nicht großartig viel hier gemacht. Ich wollte eigentlich einen Dungeon Fight machen. So, alle 3, dadurch, dass wir ja jetzt übrigens vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für die krasse Resonanz auf mein letztes Video vom
von der Dauerschleife der Idole. Sehr, sehr krass. Dankeschön. Auf jeden Fall die beste Community, dass wir so ein geiles Verhältnis von Likes und Dislikes haben. Also das ehrt mich wirklich sehr. Das schafft wirklich nur ihr. Und ja, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Alle 3 Gegner sind ungefähr gleich schwer. Ich hatte immer versucht, hier ihn anzugreifen, weil da habe ich bisher die besten Chancen so gesehen. Aber es ist halt wirklich, ja, es ist ein Intelligenzgegner und der crittet halt alles so weg, ne? Also, ja, wir hätten vielleicht so ein bisschen eine Chance irgendwo, ja, aber da möchte ich jetzt definitiv noch nicht sehr viel rein investieren in den Gegner, ne? Ich denke mal, das ist auch verständlich. So, wir legen unser Farm-Equipment an, denn jetzt wird gefarmt, schlussendlich, ja. Drehen hier ein bisschen am Red und haben ein Item bekommen hier. Plus 8 Goldbonus, das ist wirklich äußerst schäbig, muss ich sagen. Bringt auch nicht viel Kohle, deswegen zerlegen wir das Ganze. Es gibt einigermaßen gut Kristalle. Da lohnt sich das an der Stelle wirklich mehr, die Kristalle zu nehmen. Ja. So, was nehmen wir denn hier? Da würde ich mal sagen, ist das hier am besten von der Erfahrung her. So, hier können wir gleich wieder nachschauen. Gut, dann haben wir jetzt hier erstmal soweit alles erledigt hier. Pet-Kämpfe können wir noch nicht machen. Wir füttern die Pets weiter hoch. Geht sehr langsam voran. Ich finde in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr wenig Früchte. Ich habe übrigens zum Raritäten des Waldes-Events, was ja das letzte Event war, habe ich übelst wenig Früchte gefunden, so, aber dafür übelst viele Ressourcen für ja, Holz und Steine halt so, ne? Gut, sieht jetzt nicht so viel aus, weil ich war ja schon mal deutlich höher. Ich hatte aber jetzt auch eben gerade kürzlich meine Mine ausgebaut, deswegen, ja, ist da jetzt momentan ein bisschen Flaute. So, wir können das Equipment auch gleich wieder nochmal neu switchen, weil wir haben jetzt einen Arena-Fight hier und greifen mal ihn an. Zack, so, ich weiß nicht, ob mir das eines Tages mal einen Vorteil verschafft mit meinen Schuhen jetzt, die ich hier ausgerüstet habe. Zack, so, weil plus 17% ist ja schon ganz nice. Ich glaube hier das war hier der Smudo, ne, der hatte hier, ach nee, das war Eis, ja, hatte ich jetzt Eis oder Blitz? Blitze hatte ich jetzt, Blitzschaden. Muss ich mal gucken, ob wir hier einen in der Rangliste haben, können so ein bisschen Eisschaden. Können ja mal so ein bisschen gucken, wie hier die Leute auf dem Server so mit den neuen Sachen so umgehen. Guck mal, der ist 449, alter Schwede. Eisschaden auch, also bringt mir jetzt im Prinzip nicht so viel. Blitzschaden, ja gut. Gut, gegen die kämpfe ich auch auf jeden Fall mal hin und wieder. Also da könnte sich das schon lohnen, aber auch plus 3% ist auch noch nicht so weit von dem mit dem Arena Manager. Aber ist auch verständlich, das ist halt ein alter Server. Die meisten da drauf wird das Update, ja, die wird es wahrscheinlich nicht mehr interessieren. Vor allen Dingen in dem Levelbereich sich komplett neu umrüsten, das ist halt absolut schwierig, ja. Und deswegen, ja, man sieht halt hier, also es ist wirklich nicht viel los, was das Ganze angeht. Man weiß natürlich nicht, ob die alle ein zweites Equipment haben, so. Von ein paar habe ich das schon gesehen, dass die ein Farm-Equipment auch noch zusätzlich haben. Aber kann man jetzt auch nicht von allen behaupten, denke ich mal. Ja, so ist das Ganze auf alten Servern. Können wir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht auf euren Servern. Ich denke mal, auf den neueren, denke ich mal, ganz klar werden die da alle mit Runen-Equipment rumlaufen so und könnten wahrscheinlich auch schon Epic-Equip haben mit Runenbonis drauf, so, ne? Kann ja auch alles sein. Wenn wir jetzt mal hier auf einen etwas neueren Server schauen, hier, zack. So, da sehen wir mal den ersten, der hat hier schon Lebensenergie drin, Goldbonus, Widerstände, Blitzschaden, Lebensenergie, also ganz krass auf Lebensenergie getrimmt hier, der Battle Mage. Ja, also sehr krass, also hat auch übelst viel Leben so. Und das ist halt schon PvP-Equipment, ne? Jetzt bis auf das einmal Gold hier war es, glaube ich, gewesen, ne? Ja, und der Rest ist halt Lebensenergie und Widerstand. So, das ist ein PvP-Equipment. So wird er das wahrscheinlich auch haben. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch ein zweites Equipment haben wird. Was halt so wie meins ist hier, was halt nicht viel kostet, was normale Gegenstände sind. Und dann immer hin und her switcht so. Ne, hier sieht man das gleiche, PvP-Equipment-Erfahrung einmal drin hier. Aber ansonsten, okay, zweimal hat er hier noch ein bisschen Gold. Ja,
Auch hier PvP-Equipment größtenteils. So, Erfahrungsbonus plus 1 ist jetzt nicht so strong. Ich habe schon plus 2. Und ich habe eigentlich auch nicht viel Gas gegeben jetzt mit meinem Arena-Manager. Naja, aber so sieht es auf jeden Fall auf einem etwas neueren Server aus und der ist halt auch schon ein Jahr alt, ne? Glaube ich sogar noch drüber, ich weiß es gar nicht ganz genau. Das ist natürlich auch stark hier, ne? Feuer- und Blitzschaden. Ich weiß gar nicht, wie sich das verhält. Ob das dann irgendwie minimiert wird oder so oder auf die Hälfte gestreckt wird beim Assassin. Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher irgendwie. Oder ob die da generell weniger Schaden haben. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, gut. Dann soll es das auch erstmal heute soweit gewesen sein. Ich glaube, der hat hier... Was ist das? Der hat hier ein paar Sachen drin. Ja, und ja. Nehmen wir noch schlussendlich die Quest an. Schauen, vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie hier einen Festungskampf. Nö, müssen wir noch weiter schauen. Erstmal soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu dalassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.